Liebe Zuschauer und fulminante Abonnenten, heute werde ich an der Vorderachse arbeiten. Ich werde mich mit der Demontage beschäftigen. Ich komme gleich zur Sache. Der erste Schritt wird an dem Lenkstabilisator durchgeführt. Ist hier gebrochen. Ich muss aber trotzdem noch den Halter abbauen. Der ist hier mit einer Schraube befestigt, Schlüsselweite 17. Und dann haben wir noch hier Schlüsselweite 13, die müssen auch gelöst werden und genau das gleiche auf der anderen Seite. Ich habe die Schrauben gestern mit einem Rostlöser behandelt, damit es heute leichter geht. Ja, ihr seht da zurück auf der Seite. Hier auch den losen Halter abmachen. Und jetzt kann der Stabilisator abgenommen werden. Der nächste Demontageschritt wird an dem Querlenker durchgeführt. Dafür muss er leicht gelöst werden. Und zwar, es ist die Schraube und die hier. Beide Schlüsselweite 22. Beide müssen leicht gelöst werden, damit der Querlenker beweglich ist. Als Vorbereitung habe ich alle Schrauben mit Rostlöser behandelt, habe den hinteren Unterfahrschutz demontiert und den Querlenker mit dem Wagenheber abgesichert. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich keinen Federspanner habe. Ja, mit dem Federspanner wäre es natürlich eleganter. Das ist die beste Option, aber mit dem Wagenheber funktioniert es auch. Und jetzt, nachdem alles so vorbereitet wurde, kann ich, wie schon bereits gesagt, die Schrauben von dem Querlenker leicht lösen. Und genau das gleiche an der anderen Schraube. Hier kann ich leider mit dem Schlagschrauber nicht arbeiten, weil er zu groß ist. Deshalb kommt der Ringschlüssel zum Einsatz. Gar nicht so einfach, aber zum Glück habe ich die Schraube mit dem Rostlöser behandelt. So, das müsste reichen. Jetzt gucken wir, ob es hier auch auf der Seite beweglich ist. Ja, perfekt. Jetzt werde ich die nächste Schraube lösen, und zwar die vom Traggelenk am Querlenker. Dafür muss ich diese Schraube vom Achsschenkel lösen, damit ich eine Schraube mit dem Schlagschrauber arbeiten kann. Dafür brauchen wir Schlüsselweite 17. Jetzt steht nichts im Wege. Jetzt kann die Schraube vom Traggelenk gelöst werden, und zwar mit dem Schlagschrauber. Schlüsselweite 19. Ich musste das Filmen abbrechen, weil der elektrische Schlagschrauber schlapp gemacht hat. Habe dann im Anschluss mit einem Ringschlüssel, einer Verlängerung und einem Hammer gearbeitet. Und nach circa 10 Minuten ist die Mutter der zweite Sieger gewesen. Ich habe den Wagenheber direkt unter dem Querlenker positioniert. Jetzt kann ich die Schraube rausschlagen und anschließend den Wagenheber ablassen, sodass die Feder frei ist und entnommen werden kann. Jetzt ist die Schraube draußen. Das war aber ganz schwere Geburt. Nun kann ich den Wagenheber ablassen, gehe deshalb aus der Schusslinie und fange jetzt an. Die Feder ist draußen. Jetzt werde ich den Achsschenkel demontieren. Ich beginne mit dem Kabel, indem ich die beiden Imbusschrauben löse. So. Anschließend löse ich die 17 mm Mutter an der Spurstange.
Schlüsselweite 19. Das ist die Schraube an dem Stoßdämpfer. Fertig. Und zum Schluss die beiden Schrauben. Sie sitzen ganz unten an dem Stoßdämpfer. Hier haben wir auch Schlüsselweite 19. Und jetzt kann der Achsschenkel abgenommen werden. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, ich muss später mit dem Abzieher noch den Achsschenkel von der Spurstange entfernen. Nun bin ich an der Stelle angekommen, wo ich den Stoßdämpfer abbauen kann. Dafür muss ich aber die Mutter lösen, Schlüsselweite 22. Gleichzeitig halte ich den Stoßdämpfer unten, damit er nicht auf den Boden fällt. Und jetzt nur noch das Domlager abbauen. Dafür müssen 3 Muttern, Schlüsselweite 13, gelöst werden. Jetzt gehe ich noch eine Etage tiefer und werde dort die Arbeiten abschließen. Das ist die letzte Zielgerade. Jetzt wird der Querlenker abgebaut. Jetzt sieht das so aus. Alles schön abgebaut. Beide Seiten abgebaut. Es ist schon ein bisschen spät geworden, aber kein Wunder. Bei 30 Jahre alten Schrauben kann es schon passieren. Das nimmt halt etwas mehr Zeit in Anspruch als sonst. Aber auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ich habe heute alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.